Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Conga-Bären. Heute möchte ich eine Briefecke nähen, und zwar zwei verschiedene. Einmal eine ganz normale, bei der beide Seiten gleich breit sind, also gleich breit eingeschlagen werden, so wie die hier. Und dann noch eine Briefecke, bei der es unterschiedliche breite Seiten sind, einmal schmäler und einmal breiter, so wie die hier. Und was auch ganz wichtig hier ist, ist das Bügeln. Ja, ich weiß, viele sagen von euch jetzt, oh, ich bügele nicht so gern. Aber gerade in diesem Fall ist es wirklich sehr wichtig. Gut gebügelt ist halb genäht. So, und jetzt möchte ich aber euch zuerst mal zeigen, wie ihr die Stoffgröße berechnet. Los geht's! Wir möchten ein Deckchen, das 20 x 20 cm groß ist, was wir uns hier einzeichnen. Ich möchte einen Rand von je 5 cm und das tragen wir auch ein. Ihr könnt natürlich auch 4 oder 3 cm nehmen, was euch besser gefällt. Also hier 5, dann da 5, 5 und 5. Und dann noch einen Saum von 1 cm. So wie hier, damit es einen sauberen Abschluss gibt. Versäubert ihr mit dem Zickzackstich, braucht ihr diesen Zentimeter nicht zugeben. So, und diesen Zentimeter tragen wir auch ein. Das ist 1, 1, 1 und 1. Und nun rechnen wir zusammen. Also 1, 5 und dann die 20 und wieder 5 und 1. Ergibt zusammen 32 cm. Und da wir ein Quadrat haben, sind die Daten an der anderen Seite natürlich dieselben. Also auch 1, 5, dann die 20, 5 und 1. Ergibt zusammen wieder 32 cm. Wir müssen den Stoff also 32 x 32 cm zuschneiden, um ein Deckchen von 20 x 20 cm zu bekommen, wenn wir einen Rand von 5 cm nehmen. Und natürlich könnt ihr auch ein rechteckiges Deckchen machen. Zum Beispiel wollen wir ein fertiges Deckchen mit den Maßen 20 x 40 cm. Dann machen wir das gleiche wie gerade eben auch, die 5 cm Rand und den 1 cm Saum. Und alles zusammengezählt gibt das 52 x 32 cm und das wäre unser Stoffmaß. Ich habe euch die Bügellinie noch einmal eingezeichnet, hier rot gestrichelt. Und diese Bügellinien habe ich hier auf den Stoff übertragen und 2 Seiten schon gebügelt. Die anderen 2 müssen wir noch bügeln. Diese Seite vom Saumaß hat 6 cm. Wir bügeln zuerst die 6 cm und dann den 1 cm zur linken Stoffseite um, statt zuerst 1 und dann 5. So rum finde ich es leichter zu bügeln. Ihr könnt mit dem Saumaß von innen messen oder auch von außen, je nachdem wie ihr besser zurechtkommt. So, und jetzt den 1 cm Saum abmessen und bügeln. Und selbstverständlich könnt ihr auch mit einem normalen Lineal messen. Und nun die nächste Seite. Auch wieder zuerst die 6 cm messen und bügeln. Und anschließend den 1 cm Saum. Hier ist der Schnittpunkt der beiden Bügellinien. Und an diesem Punkt klappen wir die Spitze diagonal zur Mitte. Der Saum bleibt immer eingeschlagen, ganz wichtig.
Und dabei müssen auch die Bügellinien hier und hier übereinstimmen. Und wie ihr seht, bildet sich hier und hier ein rechter Winkel. Und nun die Diagonale bügeln. An den Anfangspunkten der Diagonalen eine Markierung machen. Aufklappen und diese beiden Markierungen aufeinander bringen, also diagonal rechts auf rechts zusammenlegen, sodass beide Seiten genau übereinstimmen und die diagonalen Bügelfalten korrekt aufeinander liegen. Das Deckchen liegt nun zu einem Dreieck gefaltet vor euch. Und jetzt die Bügellinie einzeichnen, auf der genäht wird nachher. Sie liegt im rechten Winkel zur unteren Faltlinie. Das könnt ihr auch kontrollieren, indem ihr ein Blatt Papier anlegt. Ihr seht, hier ist alles im rechten Winkel. Und hier entlang wird gleich genäht, aber erst feststecken, damit nichts verrutscht. Am Anfang und Ende wieder durch Vor-, Zurück- und wieder Vornähen verriegeln, damit die Naht nicht aufgeht. Mit ca. 1 cm Abstand zur Naht die Spitze abschneiden. Und hier unten kurz vor der Naht abschrägen, also Acht geben, dass ihr die Naht nicht durchtrennt. Und diese Vorgänge an den restlichen 3 Ecken wiederholen. Alle 4 Nahtzugaben von den Ecken auseinanderbügeln, damit sie sich nach dem Wenden flach in die Ecken legen. Und jetzt wenden. Die Ecken sehr vorsichtig mit einem nicht zu spitzen Gegenstand rausdrücken und nochmal bügeln. Hier innen knappkantig entlang nähen. Und damit es beim Nähen einfacher ist, kann man mit einem Stoffklebestick das Ganze fixieren, was aber nicht zwingend notwendig ist. Wir brauchen hier nicht unbedingt verriegeln, da wir nach dem Drumherumnähen hier ja wieder ankommen und somit über diesen Anfang verriegeln können durch Zurück- und wieder Vornähen. Und wie gesagt, hier am Ende bzw. Anfang zurück und wieder vornähen. Und fertig ist unsere erste Briefecke mit gleich breiten Rändern. Und jetzt kommt die zweite Variation der Briefecke. Wir wollen wieder ein Deckchen in 20 x 20 cm. Das zeichnen wir wieder ein. Nur diesmal sind die Randbreiten unterschiedlich. Hier breit und hier schmal. Hier 5 und hier 3. Und natürlich auch ringsum wieder eine Saumbreite von 1 cm. So wie hier. So, und zusammengezählt ergibt das 1, 5 und die 20, 5
1 gibt 32 in der Breite. Und hier ist es wieder anders. Hier haben wir 1, dann diese 3, 20, 3, 1 ergibt 28. Unser Stoffzuschnitt muss also 28 x 32 cm sein. Eine breite und eine schmale Seite habe ich schon vorgebügelt. Jetzt bügeln wir die nächste breite Seite. Wieder zuerst die 6 cm zur linken Stoffseite hin bügeln. Falls ihr nicht wisst, auf welcher Seite ihr welchen Rand umbügeln müsst, orientiert euch an eurer Skizze, die ihr gemacht habt. Und jetzt erst den 1 cm Saum umbügeln. So, jetzt die Seite mit dem schmäleren Rand, also die 3 cm plus den 1 cm Saum ergibt 4 cm. Wir bügeln also zuerst die 4 cm um. Und jetzt erst den 1 cm Saum. Nun eine gebügelte Seite umschlagen, der Saum liegt innen und das Ende am Rand markieren. Jetzt die andere Seite, hier die Breite, umschlagen und auch hier liegt der Saum innen und das Ende am Rand markieren. Aufklappen, aber der Saum bleibt eingeschlagen und diese beiden Markierungen hier müssen wieder verbunden werden. Die Markierung auf die rechte Stoffseite übertragen. Diese Markierung müssen wir aufeinander bringen. Dazu rechts auf rechts legen, sodass diese Markierungen aufeinander liegen. Und von der Markierung zum Schnittpunkt der Randbügellinie müssen wir später nähen und feststecken. Hier ist der Schnittpunkt, also von Markierung bis zu diesem Schnittpunkt eine Linie ziehen, auf der wir nachher nähen. Wir können diese diagonale Verbindungslinie, auf der entlang später genäht wird, auch bügeln. Einfach von Markierung zu Markierung umklappen und bügeln. Man kann die Linie gut erkennen. Nun wieder die Markierungen aufeinander bringen und dabei die diagonale Bügellinie exakt aufeinander legen und feststecken. Diese Bügellinie oder gezeichnete Linie entlang nähen. Anfang und Ende durch Vor-, Zurück- und wieder Vornähen verriegeln und das an den anderen Ecken genauso machen. Auch hier ca. 1 cm von der Naht entfernt alle Ecken abschneiden und abschrägen. Anschließend die Nahtzugaben auseinanderbügeln, damit sie sich nach dem Wenden schön flach in die Ecken legen. Wenden, dann die Ecken vorsichtig rausdrücken, wenn nötig, und bügeln. Und bitte stört euch nicht an dem Schiefen hier unten, da habe ich anscheinend nicht korrekt gemessen. Und jetzt hier entlang knapp kantig nähen.
Mit Klebestick fixieren, damit es sich besser nähen lässt, was aber auch hier nicht zwingend notwendig ist. Denkt daran, nach dem Drumherumnähen durch Vor-, Zurück- und wieder Vornähen zu verriegeln. Und fertig ist unsere Briefecke mit 2 verschieden breiten Rändern. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!